Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wer Interesse hat, jetzt zum Thema IT-Sicherheit sich informieren zu lassen, ganz unaufgeregt informieren zu lassen, der wird gleich den Tim erleben. Ich stelle mich mal vor, weil ich nicht weiß, ob ihr eben schon da wart. Ich bin Christoph, ich bin der Moderator dieser Veranstaltung den ganzen Tag heute und ich habe eine Rolle und die heißt, ich bin der Hüter der Zeit. Das heißt, der Tim weiß schon, wenn ich ihm nachher ganz nahe komme, dann ist seine Zeit abgelaufen. Ich bin Moderator, ich liebe es, mit Menschen zu interagieren. Von Hause aus bin ich Diplom-Ingenieur Raumplanung. Ich liebe Interaktion, ich liebe Kommunikation. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist Penetration-Tester. Da wirst du gleich näher drauf eingehen. Ja. Und wir haben auch gerade eben im Side-by-Side-Gespräch gesprochen, Angst ist immer ein schlechter Berater und deswegen bist du auch so schön unaufgeregt. Und das liebe ich an der IT. Hoffe ich, Da ja. kann man auch unaufgeregt sein. Und wir beginnen mit dem Mythos des Tages. Nee, damit wollte ich abschließen. Wolltest du tatsächlich. abschließen? Ja. Dann beginnen wir damit nicht. Worauf müssen Hersteller und Integratoren achten, wenn sie an IT-Sicherheit denken? Ja, ich komme zum Ende hin auf 3 Hauptthemen, die ich allen heute gerne mitgeben möchte. Und das ist einmal Passwörter, das ist 2 Updates und das ist 3 die Netzwerkintegration oder das Firewalling im weitesten Sinne. Und wie wir da hinkommen und warum das so wichtig ist, da fange ich erst nochmal an mit, was ich eigentlich mache und warum ich heute hier stehe. Schön, dass du da bist und ich entferne mich jetzt und ich komme dir nachher wieder näher. Sehr gut. Los geht's. Vielen Dank für das Intro. Ja, mein Name ist Tim auf der Landwehr. Ich spreche heute über IT-Integration und eigentlich das Thema Sicherheit. Wichtig ist, ich bin kein Audio-Videotechniker. Ich bin in dem Sinne branchenfremd. Ich kenne das als Nutzer. Ich sitze gerne in so einem Hörsaal und gucke mir das an. Aber ich habe wenig Erfahrung damit, sowas zu installieren. Mein Hintergrund ist wirklich IT-Sicherheit. Und ich möchte einmal dem AV Solution Partner danken. Die haben dafür gesorgt, dass ich hier heute stehe. Zu finden Stand F05, das ist einmal hier schräg durch die Halle. Wenn noch Fragen sind oder wenn auch noch Diskussionsmaterial entsteht, bin ich da heute Nachmittag noch länger ansprechbar. Das heißt, ich vertiefe mich auch gerne in die Materie und spreche sehr gerne über IT-Sicherheitsthemen im Bereich AV-Technik. Vielleicht kann ich noch was lernen und ich kann sicherlich euch etwas erzählen aus meinem Bereich und warum ich denke, dass das Thema Sicherheit durchaus Aufmerksamkeit verdient in der AV-Technik. Über mich. Ich will eigentlich gar nicht so lange über mich sprechen, aber ich will schon über das sprechen, was ich mache. Und das ist ein bisschen wichtig zu verstehen, wo ich herkomme. Christoph hat gerade schon gesagt, ich bin Penetration-Tester. Hat jemand von euch schon mal einen Penetration-Test-Report gelesen? Ja, 1, 2, sehr gut. Auch IT-Sicherheitler? Ja, okay, sehr schön. Ich bin über 10 Jahre in dem Bereich aktiv. Ich habe als Softwareentwickler angefangen, war dann eine ganze Zeit im Bereich Online-Banking-Sicherheit als Security Analyst tätig, wo es nicht nur um reine IT-Sicherheit ging, sondern auch Betrugserkennung und eigentlich Pattern-Erkennung im Bereich Online-Banking-Sicherheit und wie man dann vielleicht erkennen kann, dass so eine Transaktion nicht durch den Nutzer initiiert wurde, sondern durch eine Malware oder Folge ist von Phishing. Den größten Teil meiner Karriere habe ich tatsächlich als Penetration-Tester gearbeitet. Da erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr im Detail drüber. Auch teilweise als Red Teamer. Ist jemand Red Teaming ein Begriff? Schon mal gehört? Ja, dieselbe Ecke wieder. Beim Red Teaming geht es eigentlich darum, dass man nicht unbedingt nur die Software auf Sicherheitslücken untersucht, sondern die Wehrbarkeit eines ganzen Unternehmens oder einer Organisation testet und dann nicht nur unbedingt darauf, was für Schwachstellen entstehen oder vorhanden sind, die ausgenutzt werden können, sondern wie ein Unternehmen diese Angriffe erkennen kann und auch abwehren kann. Das heißt, es werden auch Prozesse getestet, wenn zum Beispiel auf einem System ein Antivirus-Alert gesehen wird, ob das IT-Team in der Lage ist, darauf zu reagieren und dementsprechend das System zu isolieren oder die richtigen Maßnahmen trifft, um dafür zu sorgen, dass so ein Incident nicht weiter eskaliert. Und als Red Teamer testet man halt diese Prozesse. Das heißt, ich habe tatsächlich Phishing-Mails an Unternehmen geschickt und habe versucht, die anzugreifen und mich dann, sobald ich Netzwerkzugang irgendwo bekommen habe, meine Rechte auszuweiten und im Zweifel die
die Kronjuwelen oder die wichtigsten Unternehmensdaten eines Unternehmens versuchen zu bemächtigen. Ich habe auch viel als Trainer gearbeitet, das heißt, ich habe unsere Kunden in offensiver Sicherheit trainiert. Traditionell wird IT natürlich betrieben durch IT-Administratoren. Man baut ein Netzwerk, man sorgt dafür, dass das vielleicht ein bisschen sicher ist und nach den Best Practices installiert ist. Aber es hat sich halt eine Industrie darum entwickelt in der IT-Sicherheit, die von offensiver Seite guckt, ist das eigentlich sicher? Und das ist letztendlich Penetration Testing und Red Teaming. Und größere Unternehmen haben solche Teams in-house. Und ich habe sehr viel Unternehmen dabei geholfen, intern die Fähigkeiten aufzubauen, dass die nicht nur externe Consultants annehmen müssen, um diese Dinge zu analysieren, sondern intern selber ihre Teams haben, die ihre eigenen Systeme auf Sicherheitslücken analysieren. Ich habe eine Zeit lang als Incident Responder gearbeitet, da gehe ich gleich auch noch kurz drauf ein. Das ist eigentlich die Feuerwehr für die IT. Ich habe tatsächlich auch eine Zeit lang ein 24-Stunden-Telefon betreut. Das heißt, ich habe im Zweifel einen Kunden am Telefon, der gerade einen Ransomware-Zwischenfall hat. Und dann bin ich ins Auto gestiegen und zu dem Kunden gefahren, um ihm bestmöglich zu helfen. Und mittlerweile arbeite ich als Security Engineer, was eigentlich inhaltlich nicht viel anders als ein Penetration-Tester ist, aber ich arbeite sehr eng mit Entwicklern zusammen. Das heißt, wir versuchen aktiv in Designprozessen schon dafür zu sorgen, dass IT-Systeme sicher entwickelt werden und nicht, dass im Nachhinein rauskommt, sobald etwas weit deployed ist und irgendwie die ganze Welt darauf zugreifen kann, dass dann irgendwie erst Sicherheitslücken entdeckt werden, sondern dass das frühzeitig im Entwicklungsprozess erkannt wird und dass dafür gesorgt wird, dass die Systeme gar nicht erst unsicher ans Internet gehängt werden zum Beispiel. Wenn jemand Fragen hat zwischendurch, hebt gerne die Hand. Also ich versuche auch ein bisschen eher fertig zu sein, dass wir am Ende noch eine offene Fragerunde haben. Aber wenn es Fragen gibt, konkret zu den Folien oder zu dem, was ich sage, Christoph kommt mit dem Mikrofon zu euch. Fragt gerne zwischendurch. Penetration Testing ist eigentlich nicht viel anders als ein QA. Das ist eine Qualitätskontrolle auf mit einem besonderen Kernaspekt, und das ist die Sicherheit. Das heißt, ich will Fehler in der Software finden. Das heißt jetzt nicht, dass ich Fehler in der Software finden will, die dazu führen, dass vielleicht irgendwie so ein Form oder ein Eingabefeld schlecht aussieht oder irgendwas nicht funktioniert, sondern ich suche nach Schwachstellen, bei denen der Nutzer Dinge machen kann, die eigentlich nur der Administrator machen dürfte. Oder dass ich Zugang zu dem unterliegenden System bekomme, was ich als Nutzer eines Frontends oder einer Anwendung nicht bekommen sollte. Und das gilt eigentlich für alles. Und ich würde hier einmal unterscheiden zwischen, und das ist gerade für euch dann auch relevant, an der Herstellerseite macht man Penetration Testing auf Produkte. Das heißt, entwickelt einen Beamer, ein Display, was interaktiv ist, was eventuell heutzutage Teams-Integration hat oder solche Dinge. Und so ein Produkt, meiner Meinung nach, muss das einen Pentest durchlaufen, bevor das auf den Markt kommt. Viele von den größeren Unternehmen sind tatsächlich mittlerweile so weit, dass Pentest sehr stark in den Entwicklungsprozess eingebaut ist, dass gar nichts jemals einen Kunden sieht, bevor das überhaupt gepentestet ist. Und das macht man halt dann mit dem Scope, mit dem Fokus auf, das ist diese Applikation und ich gucke mir dann an, was kann ich in dieser Applikation erreichen als Angreifer eventuell, wie kann ich das missbrauchen. Das kann man aber auch oder sollte man auch machen in dem integrierten System, weil eine Konfiguration in einem größeren Kontext natürlich neue Sicherheitslücken, neue Schwachstellen ergeben kann. Das heißt, wenn ich jetzt nicht einen Beamer nehme, der einen Netzwerkanschluss hat und digital ist und viele Funktionen hat, sondern einen ganzen Hörsaal, wo alle Systeme zusammenarbeiten, integriert sind, wo ich eventuell eine Active Directory-Integration habe mit der Firma, mit dem Netzwerk, wo dieser Hörsaal oder Konferenzsaal installiert ist,
dann ist es wichtig, dieses System im Gesamtkontext anzugucken und auch da zu analysieren, gibt es hier Sicherheitslücken, gibt es hier möglicherweise Einfallsbereiche, die ein Angreifer nutzen könnte. Und mein Ziel eigentlich, ich bin jetzt lang genug in dieser Branche und habe sehr viel Pentests gemacht, wo ich auch nach einem Jahr zu demselben Kunden nochmal zurückgekommen bin und sich wenig geändert hat. Mein Ziel ist eigentlich allen Branchen und das ist jetzt heute dann die Audio-Video-Branche im Speziellen nahezubringen, dass IT-Sicherheit etwas ist, was im Designprozess mit anfängt. Wenn ich etwas, ob das jetzt ist, dass ich einen Hörsaal designe aus bestehenden Produkten oder ob ich ein neues Produkt designe und mir überlege, was für User-Interfaces implementiere ich da, dann sollte ich mir überlegen, was kann da schiefgehen. Und das nennen wir im IT-Sicherheitsbereich Threat Modeling. Das heißt, es ist ein strukturierter Prozess, in dem es gibt verschiedene Modelle, denen man da folgen kann, in dem wir uns fragen, was wollen wir eigentlich bauen? Wer hat zum Beispiel da Zugang? Es gibt ein Administratorkonto, es gibt ein Nutzerkonto, es gibt vielleicht noch Gäste, die sich einwählen können. Hängt das ganze System irgendwie öffentlich am Internet oder ist das eingeschränkt in einem lokalen Netzwerk erreichbar? Solche Geschichten spielen dann eine Rolle, solche Fragen stellen wir uns. Und dann fragt man sich, was kann da schiefgehen? Was ist eigentlich das, ja, wir nennen das dann auch Security Boundaries. Es wird definiert, was ein Nutzer tatsächlich machen darf und was er nicht machen können sollte. Und um das zu verhindern, definiere ich dann Maßnahmen. Und dann sage ich, naja, ich möchte halt Nutzer- und Administrationskontos klar getrennt haben und sorge dann dafür, dass ich das sicher implementiere, dass ein Nutzer sich nicht selber zum Admin machen kann und solche Geschichten. Und dazu gehört auch die Validierung. Das heißt, Threat Modeling heißt nicht, ich denke mir das aus und bedenke, welche Maßnahmen möchte ich eigentlich nehmen, sondern auch die Validierung davon, funktioniert das, sind das wirksame Maßnahmen. Und das Ganze würde ich tatsächlich machen, sowohl in einem Design von einem einzelnen Produkt, aber auch in der Installation oder einem Design von einem größeren Netzwerk und einer Zusammenkopplung von Produkten. Einmal eine Geschichte aus meinem Pentest-Leben. War ja nur derjenige, der selber in meinem Bereich arbeitet, sonst hat noch niemand einen Pentest-Report gelesen. So ein Beispiel, vor einigen Jahren kam ein Kunde zu uns und der wollte ein Assessment von seiner mobilen Applikation. Und die Applikation, die war halt im App Store. Das heißt, jeder konnte auf Google Play oder den Apple App Store gehen und die App runterladen und konnte die nutzen. Das war genau dann unser Anfangspunkt, so wie wir angefangen haben. Wir haben uns die App installiert, wir haben uns da ein Userkonto erstellt und haben dann geguckt, was macht die App eigentlich. Und dabei ist uns aufgefallen, dass die verbindet mit einem Server und die API-Schnittstellen auf dem Server hatten Schwachstellen, mit denen wir Zugang auf den unterliegenden Server gekriegt haben. Der Server lief in der DMZ, das ist eigentlich der Begriff kommt aus dem Militärischen, die demilitarisierte Zone. Also wenn ich eine Firma habe und ein Firmennetzwerk und ich biete Services an, die ich bei mir selber hoste, die mit dem Internet verbinden, dann trenne ich das von meinem Firmennetzwerk und habe das bei mir zu Hause oder in meinem eigenen Serverraum. Spielt mittlerweile immer weniger eine Rolle, weil wir heutzutage alles in der Cloud installieren. Aber in dem Fall war es noch eine ältere, traditionelle Firma, die haben ihr eigenes Datencenter quasi in ihrem Büro am Laufen gehabt. Die Trennung zwischen dem Netzwerk und dem internen Firmennetzwerk war allerdings quasi nicht vorhanden. Das heißt, ich konnte von dem System auch auf interne Firmensysteme zugreifen. Und das interne Netzwerk war hat sehr wenig Updates gesehen, die Jahre davor. Und das war dann zu einer Zeit, wo es eine sehr bekannte Windows-Lücke gab, die sehr viel ausgenutzt wurde, womit ich direkt Zugang zum internen Netzwerk bekommen habe. Und dann kamen schwache Passwörter im Netzwerk dazu,
die letztendlich uns Rechte gegeben haben als Domain-Admin. Und ein Domain-Admin-Account ist quasi der God-Mode im Firmennetzwerk. Damit habe ich Zugang zu allen Systemen, zu allen Softwareinstallationen, zu allen Daten, die da drin laufen und könnte die im Zweifel verändern. Ich kann die Daten stehlen. Ich kann eigentlich machen, was ich möchte. Warum erzähle ich diese Geschichte? Nicht um euch Angst zu machen, aber um euch aufzuzeigen, warum IT-Sicherheit so ein wichtiges Thema ist. Das fing an in dem Fall mit einer App einer App im App Store, die an Kunden verkauft wurde, die Kunden genutzt haben. Und einzig und allein damit als Anfangspunkt haben wir das gesamte Firmennetzwerk übernehmen können. Ich dachte, es kommt eine andere Folie, aber die kommt danach. Wozu kann das Ganze sowas dann führen? Als Incident Responder habe ich sowas tatsächlich sehr häufig erlebt. Montags morgens, 7:30 Uhr, der erste Mitarbeiter kommt im Büro an und fährt seinen Rechner hoch und bekommt eine Fehlermeldung. Irgendwie funktioniert alles nicht. Er ruft die IT an und sagt, ja, könnt ihr mal gucken, ich kann mich hier nicht einloggen. Das System sagt nein. Kurz danach ist die Geschäftsleitung informiert, wir haben irgendwie einen größeren IT-Ausfall. Irgendwie im Laufe des Vormittags bekomme ich dann den Anruf, ja, bei uns funktioniert was nicht und es sieht so aus, als wenn das doch ein Hackerangriff wäre. Und dann bin ich mit einem Kollegen von mir ins Auto gestiegen und dahin gefahren und wir haben uns das angeguckt und mussten im Laufe des Nachmittags feststellen, dass das gesamte Firmennetzwerk verschlüsselt ist, inklusive allen Backups und dass diese Firma im Prinzip keine Wahl hatte, als tatsächlich auf die Forderungen der Kriminellen, der Ransomware-Gruppe einzugehen und zu bezahlen, um überhaupt noch als Unternehmen weitergehen zu können. Wer von euch hat so eine Geschichte schon mal gehört? Ja? Auch im Umfeld schon mal mitgemacht? Nee? Zum Glück. Ich hoffe, dass das so bleibt. Das kann tatsächlich sehr, sehr heftig sein, vor allem wenn es Mittelständler trifft. Ich habe Firmeneigentümer mitgemacht, die sehr verzweifelt sind in solchen Situationen. Es ist tatsächlich ein sehr heftiger ein sehr heftiger Zwischenfall, der manchmal Jahre braucht, um davon wieder zu recovern. Selbst in dem Fall, wenn, wie bei diesem Kunden tatsächlich, war es dann so, dass wir innerhalb von einer Woche Kontakt mit den Erpressern hergestellt hatten und die Ransom quasi, die Erpressungssumme, überwiesen haben. Und bei der Firma ging es dann innerhalb von 2 Wochen wieder relativ normal weiter. Das heißt aber nicht, dass sowas spurenlos an einem vorbeigeht. Und ich höre immer wieder diese Reaktion, ja, aber wir sind ja nicht interessant. Und es ist halt leider so, dass das, vielleicht konnte man vor 15 Jahren sagen, es war nicht so unbedingt jede Firma interessant und die Angreifer haben sich damals noch zielgerichtet mehr Richtung Finanzsektor oder interessante Firmen gerichtet. Also es ist mittlerweile leider gar nicht mehr so. Wenn ich meine Tür offen stehen habe oder wenn ich im Zug sitze und mein Portemonnaie auf dem Tisch liegen lasse, dann ist die Chance relativ groß, dass es weg ist. Und dann ist egal, ob da jetzt nur 2,90 € drin sind, weil ich kein Geld habe, oder ob da 1.000 € drin sind, weil erstmal ist das Portemonnaie im Zweifel nicht ansehbar. Und wenn meine Tür digital offen steht, dann muss ich damit rechnen, dass ich mittlerweile angegriffen werde. Und das ist egal, ob ich eine große Firma bin, die sehr viel Umsatz macht und sehr viel Geld hat, oder einfach nur ein Mittelständler, der gerade so über die Runden kommt. Das BSI veröffentlicht leider keine Zahlen zu den Anzahlen von Lösegeldzahlungen, weil das auch damit zu tun hat, dass die Zahl tatsächlich sehr schwer zu ermitteln ist, weil der Graubereich einfach riesig ist. Das BSI veröffentlicht aber Zahlen zu dem mittleren Lösegeldbetrag und der ist seit 2018
stetig am Steigen und die Erwartung ist auch eher, dass das weiter so gehen wird. Das heißt, wenn ich hiervon getroffen werde, muss ich damit rechnen, sehr große Beträge bezahlen zu müssen, um wieder Zugang zu meinem Netzwerk zu bekommen. Warum ist das Ganze? Ja. Ich gebe das nicht aus der Hand. Hallo, Jeremy Stein, mein Name von der Gruppenkonferenztechnik. Kannst du einmal kurz zur vorderen Folie zurückgehen mit der Grafik? Mich würde jetzt ganz konkret interessieren, ab 22 sieht man ja, dass es ja definitiv stetig steigend ist. Und das sind jetzt einfach nur die gezahlten Lösegelder. Hat das einfach damit zu tun, dass man gar keine Möglichkeit hat, entsprechend anders zu handeln als zu zahlen, weil man zu schlecht abgesichert war? Oder ist das einfach mittlerweile so ein gutes Geschäftsmodell, dass das so gut aufgebaut ist, dass es für dich und ich sage mal andere Unternehmen schwierigst bis schwierigst ist, entsprechend an die Daten wieder ranzukommen? Beides, tatsächlich. Also die Professionalisierung der Angreifer ist auf jeden Fall etwas, was eine sehr große Rolle spielt. Ich würde aber nicht sagen, grundsätzlich, dass man als Unternehmen, leider ist es in der Praxis tatsächlich so, dass viele Unternehmen keine Wahl haben und zahlen müssen. Aber es gibt sehr, sehr einfache Möglichkeiten, sich dagegen zu schützen. Der Grund, dass ich hier stehe, und da komme ich gleich noch ein bisschen drauf, die meisten Ransomware-Angriffe passieren, weil ein Unternehmen in irgendeinem von den Basics Fehler macht. Es ist nicht so, dass wir es hier mit Angreifern zu tun haben, die jahrelang gezielt auf ein Unternehmen, das gibt es, aber dann sind wir im Nationalstaaten anderer Aktorenbereich und dann ist ein Mittelständler im Audio-Video-Bereich auch nicht interessant. Da gilt tatsächlich das, da kann ich sagen, für die bin ich nicht interessant. Aber für die Ransomware-Gruppen ist tatsächlich jeder interessant und wenn ich die Basics in Ordnung habe, dann, der Hauptpunkt meiner Meinung nach sind dann heutzutage Updates, weil das ist die absolute Absicherung, wenn ich dafür gesorgt habe, dass die außerhalb von meinem Active Directory, außerhalb von meinem logischen Netzwerk stehen und nicht zugreifbar sind für die Angreifer, dann habe ich immer die Updates zurück. Aber auch da konnte ich selber noch mal eine halbe Stunde drüber sprechen. Also wie gesagt, ich bin heute Nachmittag auch noch am Stand, wir können da gerne noch weiter im Detail drüber sprechen. F05. F05. Ja. Frage beantwortet? Wunderbar. Gut. Das war die falsche Richtung. So, warum stehe ich jetzt hier auf einer Audio-Video-Konferenz? Audio-Videotechnik integriert immer mehr mit IT-Netzwerken. Es ist nicht mehr so, dass ein Beamer ist und der hat nur einen HDMI-Anschluss, der hat einen Netzwerkanschluss. Genauso Konferenzsysteme, alles integriert sich mit dem Netzwerk und im Zweifel kann ich mich mit meinem Microsoft Teams-Account auf den Geräten einloggen. Das heißt, wenn ich so ein Gerät übernehmen kann, dann kann ich im Zweifel auch einen Microsoft-Account übernehmen oder zumindest als der agieren und mit anderen Systemen im Netzwerk interagieren. Und das erzeugt halt neue Angriffsflächen. Und ich möchte zwei Punkte herausnehmen, zwei Risiken, die ich sehe. Und das ist einmal Audio-Videotechnik als Einfallstor. Das heißt, wenn ich so einen Hörsaal habe oder wie auch immer, eine Audio-Video-Installation, im Zweifel finde ich als Angreifer darin Schwachstellen, die ich ausnutzen kann, um überhaupt einen Fuß in das Netzwerk zu bekommen und kann dann das quasi als Einfallstor nutzen, um von den Audio-Video-Installationen weiter das tatsächliche interne IT-Netzwerk anzugreifen und dann auf Server und auf Daten zuzugreifen. Aber genauso auch als Sprungbrett, wenn ein Angreifer schon Zugang zu einem internen Netzwerk hat, zum Beispiel hat jemand auf eine Phishing-Mail geklickt und hat Malware ausgeführt auf seinem Rechner und dieser Rechner hat Zugang zu einem Hörsaalsystem, dann kann ich als Angreifer eventuell in diesen Systemen Schwachstellen finden, die mir wieder im nächsten Schritt Zugang zu anderen Daten oder anderen User-Accounts geben. Meine Top 3 heute deswegen, ich hoffe, ihr mit nach Hause nehmt in eure Firmen. Bei allem habe ich einen Tipp für Hersteller und auch einen Tipp für Installatoren mit dabei.
Standardpasswörter gehören abgeschafft. Eine Lieblingsbeschäftigung eines Pentesters ist, wenn ich Zugang zu einem internen Netzwerk habe und irgendwo ein Login-Formular sehe, Admin einzugeben. Ich weiß, Admin ist es heutzutage vielleicht nicht mehr so unbedingt, aber Herstellername als Username und Passwort, ich sehe ein paar nickende Gesichter, ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, sollte in 2025 nicht mehr passieren. Meiner Meinung nach sollten Passwörter bei der ersten Installation eines Geräts festgelegt werden sollen. Es gibt dann auch so eine Zwischenlösung, die semi-zufällig zu generieren. Das heißt, manche Geräte verwenden vielleicht eine MAC-Adresse als Passwort, weil man dann das Standardpasswort tatsächlich nochmal zurücksetzen kann und eine Möglichkeit hat, da wieder dran zu kommen. Und dann komme ich auf das Threat Model zu sprechen, je nach Angriffsvektor sind solche Attribute aber auch vielleicht nachvollziehbar für einen Angreifer und deswegen nicht unbedingt sicher. Deswegen Passwörter bei der Installation festlegen lassen und für diese Systemintegratoren folgt den Anleitungen der Hersteller, wo überall wahrscheinlich drin steht, Passwort ändern und es macht wahrscheinlich häufig niemand. Sorgt dafür, dass Passwörter einzigartig für Geräte verwendet werden und unique sind. Zumindest für Geräte, die dauerhaft irgendwo in einem System integriert sind. Wenn ich jetzt einen Beamer habe, den ich jeden Tag irgendwo mit hinnehme, ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber ein zweites leidiges Thema sind Updates. Wenn ich ein System installiere, was halt tatsächlich da bleibt und 20 Jahre, ich sag mal 5 Jahre auf jeden Fall laufen soll, bevor was ersetzt wird, dann muss ich mir Gedanken machen über die Update-Strategie. Als Hersteller muss ich einen Update-Prozess implementiert haben, der es mir möglich macht, Sicherheitslücken zu schließen und solche Updates zeitnah bereitzustellen. Als Integrator muss ich einen Plan haben, was ich mache, wenn so eine Sicherheitslücke bekannt wird und eine neue Firmware für Geräte oder Software für Geräte bereitgestellt wird, wie ich diese Updates dann tatsächlich ausrolle und wie ich dafür sorgen kann, dass sie bei allen meinen Kunden installiert werden. Und das dritte Thema, als Penetration-Tester ist tatsächlich die größte Frustration, wenn ich in ein Netzwerk komme, was wirklich vernünftige Firewalls und Firewall-Regeln hat. Weil dann kann ich zwischen Geräten, die nicht miteinander sprechen sollen, nicht miteinander sprechen. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist meine größte Frustration als Angreifer. Das funktioniert. Aber eine Firewall installieren reicht nicht. Die Firewall muss vernünftig konfiguriert werden. Da muss tatsächlich jemand hingehen und sich überlegen, welche Geräte müssen jetzt minimal auf welchen Protokollen, welchen Ports miteinander sprechen und das dementsprechend konfigurieren und anderen Verkehr nicht erlauben. In der Praxis ist es häufig so, dass die Firewall gekauft wird viel Geld investiert, wir haben Geld für IT-Sicherheit ausgegeben und trotzdem werden nur Regeln eingestellt mit any, alles erlaubt. Sehe ich tatsächlich so häufig. Dann kann man die Firewall besser ganz weglassen, weil dann kann man das Geld für was anderes ausgeben. Ja, wir sind tatsächlich sehr gut in der Zeit. Ich möchte doch hier den letzten Punkt noch einmal da Nachdruck drauf geben. In 2025 gibt es kein Interface mehr, was am Internet hängt und keine Multifactor-Authentifizierung hat. Gehört sich nicht. Ein großer Schritt des Internets und der Cloud-Bewegung und wie auch immer, es macht uns unser Leben in vielerlei Hinsicht einfacher und es macht alles erreichbar, aber es macht uns auch angreifbar von der ganzen Welt aus. Wenn ich ein System in einem lokalen Netzwerk installiere, dann muss der Angreifer da hinfahren, hinkommen, sich in das Netzwerk entweder einklinken oder über WLAN einloggen, einwählen, um meine Geräte anzugreifen. Wenn ich aber mein Gerät ans Internet hänge, dann kann jeder auf der ganzen Welt quasi damit interagieren. Und wir haben mittlerweile gelernt, Passwörter sind sehr schlecht zur Sicherung von Systemen. Wir sehen regelmäßig Leaks und Passwort-Dumps auf dem Internet. Ein Passwort reicht nicht aus. Ich überziehe doch ein ganz kleines bisschen, sorry. Ich möchte auch noch einmal abschließen mit 2 kurzen Mythen.
Weil IT-Sicherheit heißt nicht, alles Angst und alles ist schlecht und wir können gar nichts mehr machen. 2 Themen, die mir ein bisschen wichtig sind, die ich immer noch häufiger sehe, ist, wenn man so auf LinkedIn liest, mittlerweile gibt es ja auch Security-Influencer, die weiter warnen und Angst machen. Öffentliches WLAN ist in 2025 kein Problem. Ich würde mich ohne weiteres hier einloggen, in ein öffentliches WLAN und Online-Banking machen. Über öffentliches WLAN muss sich in 2025 jemand mit einem modernen iPhone, Android oder einem up-to-date Windows-Rechner keine Sorgen machen. Thema vergessen, öffentliches WLAN, keine Sorgen machen. Und genau dasselbe, das ist so ein Thema, was ich auf LinkedIn tatsächlich in den letzten Monaten sehr häufig wieder nach oben kommen sehe, sind Diskussionen über öffentliche USB-Steckdosen. Es gibt eine Studie einer IT-Sicherheitsfirma in den USA, die haben nachgewiesen, die haben das im Labor gezeigt, dass sich halt über USB-Steckdosen ein Android-Telefon infizieren kann mit Malware. Und das ist durchaus ein laborrealistischer Angriffsweg. Da muss ich aber Schwachstellen kennen in dem Gerät. Und das ist kein Thema, wo wir uns als Gesellschaft Sorgen drum machen müssen. Im Bus oder am Flughafen, USB-Steckdosen, Handy laden, alles okay. Einfach machen. Vielen Dank. Einfach machen. Zum Beispiel Applaus. Erst einmal. Großartig. Vielen Dank.